Mein Name ist Mike Heroth, ich bin Gründungspartner von Scope Architekten. Scope ist ein interdisziplinäres Designbüro aus Stuttgart und wir machen schwerpunktmäßig Unternehmensarchitektur und gestalten neue Arbeitswelten. Gutes Design löst eine Emotion aus. Unser Ziel ist es, Architektur zu schaffen, die selbstverständlich wirkt, obwohl es das nicht ist, dass Gestaltung selbstverständlich ist, weil sie so vielen Zwängen unterliegt. Und diese Zwänge in ein Gesamtbild zu überführen, ist die Herausforderung, aber es macht es auch spannend. Also wenn wir von Nutzergruppen sprechen, ja, und jetzt die zwei spezifischen Nutzergruppen eben den Mitarbeiter und das Unternehmen gegenüberstellen, dann gibt es ja da sehr oft eben auch diametrale Vorstellungen dessen, was ein Arbeitsplatz leisten muss. Und ich glaube aber, dass dieser Arbeitsplatz, diese Arbeitswelt allen gerecht werden muss. Es ist immer eine Herausforderung, zu bauen und neue Wege zu gehen und Konstruktionen zu schaffen. Aber das macht es ja auch spannend, das dann gemeinsam im Planungsteam zu verhandeln und dann mit ganz vielen Planungspartnern und ganz vielen Disziplinen, weil wir stehen ja nicht alleine da. Ja? Wir haben einen sehr großen Planungsstab, der mit uns zusammenarbeitet, von Tragwerksplanern über Klimaengineering, über Elektrotechnik. Und das alles müssen wir am Ende zusammenbringen, um dann eben Konstruktionen zu schaffen, die neu sind, die besonders sind, die was anderes darstellen und wo man eben vor allem diese technischen Zwänge nicht ansieht. Ich glaube, dass Gespräche mit Nutzern unerlässlich sind. Und das betrifft unterschiedlichste Nutzergruppen. Ja. Wir sind immer sehr stark dafür, dass es eine bestimmte Gruppe an Mitarbeitern eines Unternehmens gibt, die uns in unserem Planungsprozess begleiten. Und es ist deshalb wichtig, diese unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, weil das kann ein Manager dabei sein, der eine Vision eines Standortes hat. Es kann aber eben auch ein Mitarbeiter sein, der sagt, was brauche ich denn, damit mein Arbeitsplatz funktioniert. Und diese Gruppe an Leuten sollten dann eben auch im Idealfall als Multiplikatoren ins Unternehmen wirken, um diese Ideen, die wir gemeinsam entwickeln, zu teilen und andere Kollegen mit auf die Reise zu nehmen und vielleicht auch eine positive Stimmung zu entwickeln für das, was da geschieht. Weil neue Arbeitswelten, Bürogebäude, Innenarchitektur ist immer ein Wandel unserer gebauten Umgebung. Ja? Und Menschen tun sich generell erstmal schwer, etwas Neues von Anfang an eben zu akzeptieren, wenn sie eine Veränderung zum Gewohnten darstellen. Ja, wir gestalten Umgebungen und wir haben einen hohen Anspruch auf Detaillösungen, auf Ästhetik, auf wie Dinge zusammenkommen, dass sie selbstverständlich wirken und nicht angestrengt, ja, und dass sie in hohem gestalterischen Ideal folgen. Aber das ist am Ende unserer Arbeit unsere Pflicht. Viel wichtiger ist uns ja, dass der Raum für den Menschen funktioniert, der ihn nutzt. Und da betrifft es vielmehr die Nutzung, die Abläufe, die Interaktion, die uns wichtig ist. Und die Gestaltung ist am Schluss nur, was das Bild ausmacht. Man baut ja nicht für sich. Ja, wir sind zwar alle stolz auf die Architektur, die wir geschaffen haben und auf das Ergebnis, das wir dann sehen. Aber wenn dann noch dazu kommt, dass eben die Nutzer es annehmen und auch positiv darüber reden und sich darüber freuen, dass sie dann eben ein neues Gebäude bewohnen können, das ist toll.